Und damit willkommen zum zweiten Teil der Demo. Ich hoffe, es dauert nur 2 Teile. Wir sind ja hier noch in der Lernphase. Und wir müssen Lex jetzt dahin bewegen. You got it. I'm here. Genau, genau das hatte ich mir erhofft. Es wird Zeit, diesen Typen zu zeigen, was ich drauf habe. Bewege die Einheit von Lex zum Gegner, um einen Kampf zu starten. Sure thing. Yes, sir. This one's mine. Okay. Damn it. Sorry. Okay. Verdammt, da war ich wohl etwas zu voreilig. Lex! Nein, wir werden es nicht rechtzeitig schaffen. Überlasst das mir, Hoheit. Die Beweglichkeit von Einheiten ist unterschiedlich. Je höher der Wert, desto schneller bewegt sich die Einheit über das Kampffeld. Die Beweglichkeit einer Einheit richtet sich nach den Beweglichkeitswerten ihrer Mitglieder. Stelle Joseph-Einheit von Kommandoposten aus auf. Da, Einheit Joseph. In service of the royal family. What would you ask? Und bewege Joseph-Einheit zur Einheit Lex. By your word. Ihr steht heute mir gegenüber. Seid bereit, niedergestreckt zu werden. Stehen 2 verbündete Einheiten in der Nähe voneinander, können sie die Position tauschen. Drücke L oder R für Joseph-Einheit oder Lex-Einheit. Vor einem Kampf siehst du in der Vorhersage über den Schaden jeder Einheit. Bitte beachte, dass die Vorhersage sich ändert, wenn Einheiten getauscht werden. This isn't gonna end well. Okay, hier, da sagt es mir, dass es 5 Schaden kriegt. Gaze upon the face of Und your hier demise. sagt er mir, dass er 74 Schaden verursacht an 2 Einheiten, die nur 13 Leben haben. I have you. Okay. Okay, er ist Level 20. Ich habe mich schon gewundert, warum er so gut reinhaut. Lex, ist alles in Ordnung? Glücklicherweise ja. Tut mir leid, dass ich dir Sorgen gemacht habe. Manchmal staune ich, dass du deine Rüstung ordentlich anlegen kannst. Hier, die Medizin sollte dir helfen. Kleiner Heiltrank. Sinken die TP eines Kampfes auf 0, wird er handlungsunfähig. Gegenstände und Skills können TP wiederherstellen und die Handlungsfähigkeit aufheben. Handlungsunfähigkeit. Wähle im Aktionsmenü die Einheit die Option Gegenstände aus, um etwas einzusetzen. I've gotta make this work. So, ein Heiltrank und er. Puh, das habe ich gebraucht. Vielleicht wäre es besser, wenn du persönlich auf Lex aufpasst, Chloe. Ich fürchte, er kann nicht allein gelassen werden. Das sehe ich auch so. Keine Sperenzchen mehr, Lex. Ich werde dich sehr genau im Auge behalten. Nun dann, diese Gegend scheint fürs Erste sicher zu sein. Wollen wir schnell weiter zum Hafen. Also der Reiter wird auf jeden Fall sterben.
Meine Güte, das ist doch Hodrik. Wir zwei waren einst die Grundpfeiler von Corinnas Verteidigung. Was könnte nur mit ihm passiert sein? Ach, das war der Schildtyp, glaube ich, den wir am Anfang hatten. Wer töricht genug ist, sich dem Kaiser Galerius zu widersetzen, der wird meine Klinge spüren. Wie es scheint, ist ein Kampf hier unabwendbar. In der Tat, dieses Land von Feinden zu befreien, muss unser oberstes Ziel sein. Egal, wer diese Feinde sein mögen. Die Zeit läuft ab. Ach, Niederlage, die Zeit läuft ab. Besiege Hodrik. Mehrere Einheiten auswählen. Halte A gedrückt und bewege den Cursor, um mehrere Einheiten auszuwählen und ihnen denselben Befehl zu erteilen. Wenn du die gewünschten Einheiten ausgewählt hast, lasse A los und wähle ein Ziel, damit alle ausgewählten Einheiten... Drücke A während eines Kampflevels oder befehle einer Einheit die Bewegung, pausiert das Spiel automatisch. Die Befehle bewegen und Gegenstände können sogar während einer Pause benutzt werden. Drücke B, um das Spiel fortzusetzen. Halt. Also. Ja. So. I shall hold nothing back. Ah, okay, der macht jetzt weniger Schaden. Come. Your villainy ends here. Machen wir mal so. Erstmal den Hauptcharakter. Let me. Okay, wir gewinnen. Awaiting your command. Dann lösche die mal aus. Sure thing. You got it. So. I've arrived. Gaze upon the face of your demise. Das sieht doch gut aus. 63 Schaden. Stand true. Ja. The battle is won. Er ist ja Level 20. Er ist uns 20 Level überlegen, also. Trivial undertaking. I'm up. On it. I shall hold. You face me. So. Machen wir lieber unsere niedrigeren Einheiten, weil ich glaube, wir brauchen den 20er Light. gegen den Boss. A fine job. Und wenn die in ihrem Level aufsteigen, dann... Ja, der da hinten hat sich wieder nicht bewegt. Your villainy ends Oh. I shall hold nothing back. Hold fast. Na, der... I fight in me yet. I've not chosen my grave yet. Okay. I'll not fail you. Dann müssen wir ihn gegen den kämpfen lassen. Sure thing. You got it. So. Gaze upon the face of your demise. Ja. This struggle will only prolong the pain. Accept the mercy of a swift demise. I fail to understand, Hodrik. What has motivated this shift in allegiance? Joseph, Cornea's most decorated knight. I shall close the book on your tale myself. I have you.
Okay, das gilt als Sieg, weil wir wahrscheinlich den meisten Schaden verursacht haben. Solche standhafte Verteidigung, unsere Waffen können ihnen kaum etwas anhaben. Vielleicht kann meine Magie etwas anrichten. Überlass das mir. Schnellvorlauf mit ZR. Okay, I'm up. We march. so, bewegen und so. Onward. I shall hold nothing. Come then. Ja, so. Why are you doing this? You, who once stood as my mother's royal guard. Enough of your questions, well, interfere and I shall see you suffer for it. Er heilt sich halt auch noch, das ist super, also er... Okay. Ah, und 5 Herzen. What would you ask? Very well. As expected. So, jetzt können wir nochmal kämpfen. Das müsste ihn fertig machen. We march on. Tja, damit lernen wir auch so eine Art Waffendreieck. Another step forth. Okay, Trefferpunkte gehen hoch, Angriff, Verteidigung geht hoch und Präzision. I can't fail my sacred mission. Bei hier nur Präzision. Victory grows ever closer. Okay. What foolishness is this? One such as I, brought low by the cornea vermin that gnawed our ankles. You've fallen far indeed, Hodrick. How many times did you stare death in the face at Her Majesty's side? Now, look what you've become. I may stand as your swordmaster no longer, but I can yet offer you a merciful end to your descent. Wait. Your Highness. Tell me, Hodrick. Do you remember the times you and I played together? When I was still just a boy? Yours was a bond of loyalty few knights could hope to equal. Why cast that aside and bend the knee to Galerius? I refuse to cut down a friend without first knowing how we've reached this grim conclusion. A simple reason is all I ask. Please. Elaine! The ring! What sorcery is this? Oh, my head. What am I doing here? Mind manipulation. A spell to shackle the hearts of men. 'Tis the only way I can think to describe it, my prince. That ill-fated day, all the lords closest to your mother turned upon her without so much as a moment's notice. Unfortunately, my memories end there as well. A frightful power, if what you say is true. This spell of control, it could be called. Such magic would go far in explaining how Galerius so swiftly brought Fevrith to its knees. I shudder to think what unspeakable evil I wrought upon our world these last 10 years. Though there is no greater misdeed than turning my spear upon you, Prince Elaine. That's enough. You mustn't blame yourself any further. But I do wonder, how is this ring capable of unmaking the spell? In truth, I had believed it to be mere regalia, a symbol of your birthright and nothing more. To think the power of cleansing truly exists,
Your Highness, that is the Ring of the Unicorn, ancestral treasure of Cornia's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil, but I had believed such tales to be mere fiction. The Orthodoxy has a similar story about the Holy Unicorn. How it was a sacred beast able to purge darkness from our lands. It's entirely possible that the ring that bears its image is somehow capable of that same power. Should Galerius's rule be built upon a foul sorcery that fetters our people, then this ring is the ray of light that will pierce its wicked heart. Your words ring true, my prince. Indeed. Were we able to free those bound by his cruel magics? It might just bring the Iron Wall of Zenoira crashing down. All told, I've often found myself plagued with doubt. Is it justice that guides our march, or paltry vendetta? Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. Mists that will soon be dispelled. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled, and slay Galerius like the beast he is. Ich hätte sogar als Foreshadowing, dass wahrscheinlich seine Mutter auch unter diesen Spell gefallen ist. Es gibt einfach sehr viel Story. Well, all things considered, any fog that lingered in his mind seems to have cleared, and he stands ready to fight once more. By the way, Your Highness, allow me to brief you on our plans for when we arrive. Among the Liberation members I've mustered in my past excursions is a young yet skilled knight by the name of Clive. I'll ride to bring him to you the moment we reach solid ground. You have my thanks. Dass der Bildschirm so grau wird, liegt halt daran, dass ich das Ding nicht bewege. Is something wrong? Well... No, it's nothing. Are you sure? Anxiety will be the death of you if you keep it bottled up like that. It really isn't important, I assure you. It's just... our lives have changed so drastically from the peace we had only yesterday. It barely seems real. I can't say I feel any different. But I've always known this day would come. It's why I've spent all these years training under Joseph's careful instruction. A shame you never had the chance to meet my mother. She was always one to blaze a path forward, royal blade in arm. But as her heir, I intend to lead in much the same way. Is that why you and Lex spent all your days banging swords down at the shore? You've seen that, have you? You know, Hodrick was likely but one of many. And assuming the others who surrendered to Zenoira are being controlled as he was, we may just stand a chance in this. Yet our liberation is still in its nascent days. Promising, yes, but gravely fragile as well. Which is precisely why I'll need your help, Scarlet. To reclaim peace for all who have suffered. Elaine, Of course. I'll do everything I can. As is my role as a priestess of the Palavian Church. Hey, don't forget about me. Lex... What? I'm sorry, my prince. Decorum doesn't come naturally to this fool. It's all right. When you've known each other as long as we have, there's no reason to let formality bind us. But there are protocols to observe. Rules we must follow as vassals in service of the crown. Still, I'm of the same mind. What mind he has, that is. I'll give my all in the royal name, your majesty. Thank you all. I couldn't ask for a finer group of friends. Also ich kann das Spiel jetzt
nur so sehen. Ich werde da kein LP zu machen. Diese langatmigen Zwischensequenzen, also langatmig ist relativ, aber es sind halt lange und viele Zwischensequenzen, die sich für ein LP meiner Meinung nach schlecht eignen. Ich habe das damals mit Agarest gehabt. Da hat man einen Kampf auf so einer Fläche und dann hat man 5 Minuten Kampf, 20 Minuten Szenen oder Gespräche. Es war langatmig. So. Okay, ich werde noch mal reinschauen, ob es eine weitere Folge gibt oder ob das jetzt der Zwischenstand ist. Wäre etwas kurz, aber falls es euch gefällt, gebt mir Bescheid. Ich habe mir Peach bereits gekauft und werde hier zumindest... Ich werde das aber entweder streamen oder privat spielen. Ich glaube nicht, dass ich dazu ein vollständiges LP mache. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.